Heute wird es einen langen Kampf geben, denn wir kämpfen mit den Skorpionen um die Superwaffe Eissicheln. Ich bin wieder mit Superwille unterwegs und befinde mich im Kreativmodus. Dadurch werde ich von den Insekten nicht angegriffen. Was für die Erstellung dieser Tipps- und Tricks-Videos ein echter Vorteil ist, weil man nicht ständig bei der Aufnahme durch Kämpfe unterbrochen wird, ist es in diesem Fall ein klarer Nachteil. Aber dazu gleich im Kampf genaue Informationen. Du hast dir das Video zum Mitarbeiter 311 von vorgestern oder das Video zum Frostbeulenschlüssel von gestern angeschaut, dann kannst du in Ruhe bis Minute 3:30 vorspringen. Bis dahin zeige ich dir den Weg in die Arena. Solltest du gar nicht wissen, wo ich gerade gestartet bin, dann schau dir erst das Short zu Mitarbeiter 311 an. Wir laufen über das Rohr und gelangen in die Kammer mit dem Lüfter. Dort wartet ein Skorpion auf dich, der mit dir Schere, Stein, Papier spielen will. Nimm nicht Papier, denn der Skorpion nimmt immer Schere. Ja, ich weiß, der Witz wird nicht besser. Ausrüstung sollte klar sein. Flauschige Rüstung gegen die Kälte. Genug Smoothies und Nahrung für einen langen Arena-Kampf gegen Skorpione. Daher solltest du auch genug Scorpidots dabei haben und deine Vergiftungsmutation ausgewählt haben. Eine Keule als Schlagwaffe ist gegen Skorpione mehr als sinnvoll. Über genug Verbände und eine Fackel müssen wir gar nicht reden. Wir folgen dem Weg der Wissenschaftspunkte und müssen diesen Lüfter irgendwie auf Seite schieben. Diese Zahnräder machen den Eindruck, als wenn sie die Lösung für unser Problem sind. Beim Reinkommen in den Raum sind dir vielleicht die Eiszapfen am Getriebe aufgefallen. Wenn wir die weghämmern, bekommen wir nicht nur ein paar leckere Eiszapfen, sondern lösen auch den Propeller. Hast du als Kind auch gerne Eiszapfen gelutscht? Hier im Spiel geht es auch. Diese Eiszapfen geben deinem Teenager etwas Wasser, wenn du sie futterst. Zudem kannst du sie in verschiedene Smoothies verwenden und für den Skorpionköder verwenden. Der Weg ist frei und wir holen uns die 500 Wissenschaftspunkte. Im Loch liegt noch ein goldener Milchmuller. Kurz checken, ob man da auch wieder rauskommt, und schon hämmert sich Willow eine extra Portion Calcium zurecht. Hinter dem Rohr ist der Weg in die Arena. Ich schaue mich aber kurz noch um, finde noch eine Kiste aus der Decke gucken. Aber ich erspare dir den Versuch von mir, diese Kiste zu befreien. Durch diesen Schneetunnel finden wir den Weg in die Arena. Neben der gefrorenen Orange findest du noch 3 Minzpastillen, die du dir in Ruhe in rucksackgerechte Stücke hämmern kannst. Unter der Bananenschale blitzt irgendwas auf. Ich grabe noch schnell die Frostbeulentruhe aus und öffne sie mit dem Schlüssel, der neben Mitarbeiter 311 lag. Irgendwie ist der Inhalt etwas enttäuschend, aber gebrauchen können wir es trotzdem. Nur noch kurz ein wenig umschauen und den Raum erkunden. Durch dieses Loch sind wir gerade in diese Arena gekommen. Mit stimmungsvollem Licht in Szene gesetzt, liegen die Eissicheln in greifbarer Nähe. Doch wie es immer in den Geschichten ist, wer allzu gierig ist, wird bestraft. Was die große Steinkugel in Indiana Jones sind bei uns Angriffswellen voller Skorpione. Ich hoffe, du bist entsprechend ausgerüstet, hast dich vorbereitet, hast den entsprechenden Smoothie auf der richtigen Taste, die richtige Waffe ausgewählt und bist bereit. Denn jetzt beginnt der große Arena-Kampf. Es erinnert doch sehr stark an den Kampf um das Katana-Schwert in Grounded 1. Nur, dass wir statt glühender Kohle jetzt im eisigen Permafrost kämpfen müssen. Und dass die Larven deutlich leichter waren als diese teilweise giftversprühenden Skorpione, liegt, glaube ich, auf der Hand. Dieser Kampf ist wirklich nichts für Anfänger. Du brauchst viel Durchhaltevermögen und solltest die Angriffe der Skorpione gut kennen,
damit du ordentlich blocken kannst. Sonst hast du hier kaum eine Chance. Für mich im Kreativmodus ist der Kampf eigentlich total einfach, aber trotzdem liegt hier das Scheitern sehr nah. Das liegt nämlich daran, dass ich die Skorpione nicht von den Eissicheln ablenken kann. Während die Skorpione lieber dich angreifen und so die Waffe in Ruhe lassen, muss ich im Kreativmodus die Skorpione so schnell wie möglich vernichten, damit sie nicht zu viel Schaden an der Waffe machen. Diese Erfahrung musste ich im ersten Durchgang machen. Ich war aus Unkenntnis nicht vorbereitet und habe mit der falschen Waffe versucht, diesen Arena-Kampf zu gewinnen. Leider konnten gerade die großen Skorpione so viel Schaden an der Waffe machen, dass ich scheiterte. Jetzt siehst du auch, welche Vorteile ein solches Video hier haben kann. Denn du wirst viele Fehler nicht mehr machen, da du Bescheid weißt, was auf dich zukommt. Dennoch sollte auch klar sein, dass diese Videos damit eine Menge Eigenerfahrung nehmen. Aber keine Sorge, du kannst dich besser ausrüsten und den Kampf wiederholen. Dazu musst du nur die Waffe reparieren, was dank deines Schraubenschlüssels im Omni-Tool kein Problem darstellt. In diesem Durchgang hatte ich aber auch einen ganz großen Vorteil. Irgendwie waren die Skorpione deutlich weniger angriffslustig. Sie vergraben sich immer wieder, statt anzugreifen, und sorgen so für viel herumfried liegende Eiscreme, aber lassen die Sicheln in Ruhe. Denke auch dran, dass der Rumpf und der Stachel besondere Stellen sind, an denen die Skorpione verletzlich sind. Statt blindem Draufgeprügel ist ein taktischer Kampf immer vorzuziehen. Gerade wenn so ein Skorpion betäubt ist, kann man hervorragend auf seinen Rumpf und seinen Stachel einschlagen. Der dadurch verursachte Mehrschaden ist nicht zu verachten. Der Kampf dauert ungefähr 6 Minuten. Das zieht sich ganz schön lange hin. Ich beschleunige das jetzt hier mal. Der Kampf ist in wenigen Momenten zu Ende. Die Eissicheln haben wir uns redlich verdient und haben sie sogleich im Inventar. Diese Tier 3 Waffe ist schlitzend, hat Frische als Element und Kälteangriff als Zusatzschaden, womit wir Gegner einfrieren lassen können, wodurch sie unbeweglich werden und noch zusätzlichen Schaden bekommen. Man kann den Flitzangriff damit ausführen, den ich dir in diesem Video unter dem i genauer erkläre. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du vergibst einen Daumen rauf. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß bei Grounded 2.